Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Diesmal geht es um ein Horror-Adventure namens Kholat, wie ihr links oben schon sehen könnt. Das ist ein neues Spiel, das in Steam erschienen ist. Und es beruht auf einer wahren Begebenheit. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film schon kennt, es heißt The Devil's Pass. Da hat man auch schon über diese Geschichte einen Film gedreht und ich kann es euch wärmstens empfehlen. Ich war schon mal kurz im Spiel drinne. Ich habe mal geguckt, ob alles flüssig läuft bei mir. Ja, tut es. Es hat eine sehr schöne Grafik und eine wunderbare Musik drinne. Wir starten dann mal ein neues Spiel und ich lasse euch mal alleine mit der Story. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Ozoh mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Ja, und das ist die Geschichte. Akt 1. Wir werden dann mal loslegen. Wie ihr schon sehen könnt, es hat wirklich eine sehr schöne Grafik. Guckt euch das mal alles an, also es sieht echt wunderschön aus und wie die Musik schon startet, also es ist traurig, aber genauso schön ist es auch. Sogar die Fußspuren, guckt euch das mal bitte schön an. Es ist so schön gemacht. Wir haben, also am Anfang des Spiels haben wir keine Karte. Ich weiß nicht, ob wir später noch eins bekommen werden. Höchstwahrscheinlich schon, weil, wie ich schon gesagt, ich war kurz im Spiel drin und ich war aber höchstens eine Minute drin, um zu gucken, ob wirklich alles so flüssig läuft. Wie ihr es auch sehen könnt, es läuft alles flüssig und wir können nicht so lange sprinten, ansonsten ist unser Protagonist sehr, ja, wie soll ich sagen,
ist er dann sehr... dieses Wort fällt mir gerade nicht ein. Egal. Ich bin heute generell nicht so mit dem Sprechen gut, weil ich weiß es auch nicht. Ich bin heute etwas weggetreten. Tut mir leid deswegen. Aber wenden wir uns mal an das Spiel. Das ist mehr oder weniger so ein Open-World-Spiel. Habe ich zumindest so das Gefühl, weil es gibt nicht so eine lineare Spur. Und wir sehen gerade Fußspuren, die leuchten. Und das sieht aus wie Feuer. Ich habe keine Ahnung, wer gerade zu uns gesprochen hat. Und die Musik hat sich auch gerade etwas verändert. Und zwar zum Düsteren. Und das heißt ja meistens in solchen Spielen nichts Gutes. Wir scheinen eine Höhle gefunden zu haben. Okay, hier gehen wir wieder raus. Was ist denn jetzt bitte passiert? In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Also ich kann gar nichts mehr erkennen. Wir sind in so einem... Wir sind irgendwie runtergefallen und wir sind in einem Schneesturm und wir können nichts mehr erkennen. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hinlaufe. Und ich drehe mich die ganze Zeit um, aber ich kann nichts erkennen. Nirgendwo. Er hat irgendwas von einem Licht gesagt, aber ich sehe nichts. Habe ich da was gesehen? Ja, da sehen wir was. Ich sehe ein Licht. Ah, ist das ein Zelt? Ja, das sieht aus wie ein Zelt. Ja, das ist ein Zelt. Und da sind Fußspuren, wie jemand da rausgegangen ist. Und hier sind die Skiausrüstung. Drücke E. Das machen wir mal. I am right behind you. Ich bin direkt hinter dir, sagt er. Das Kompass spielt verrückt. Naja. Ich schalte die Lage frei, um zwischen... Ja, das habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Akt 2. When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Was ist das denn bitte? Da war ein Lichtwesen oder sowas in der Art. Und ihr seht die Fußspuren. Das scheint wirklich Feuer zu sein. Woraus diese Fußspuren hier bestehen. Drücke F1, um die Überlebensinfo anzuzeigen. Okay. Im Tiefschnee zu laufen ist anstrengend. Passe dein Tempo den Bedingungen an, damit dein Körper nicht ermüdet. Bevor du eine längere Strecke in Angriff nimmst, solltest du dich im Lager ausruhen und dir eine sichere Route zurechtlegen. Du kannst jedes Objekt näher betrachten. Rechte Maustaste, um es besser zu erkennen. Benutzt du die Taschenlampe, um deinen Weg auszuleuchten, wirst du für andere besser sichtbar. Beobachte deine Umgebung genau, um dich mit Hilfe der Karte und des Kompasses besser orientieren zu können. Schwer zugängliche Feldsteige können dich an interessante Orte führen oder Abkürzungen sein. Um sie zu erreichen, musst du manchmal unter Hindernissen hindurchkriechen oder von ihnen hinunterspringen. Okay.
Das ist unsere Karte. Das ist unser Kompass. Kann ich das aufheben? Nein, kann ich nicht. Hier war doch ein Wesen, wenn ich mich nicht irre. Und da leuchtet irgendwas rot. Da schimmert irgendwas förmlich. Aber dieses Wesen ist weg. Und die Fußspuren gingen hier weiter. Also die gingen bis hierhin. Da ist etwas und wir hören solche Seiten, so von einem Buch oder sowas, so ein Blatt. Ja, da ist ein Blatt. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vichai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest 1.5 kilometers away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Etwas Übernatürliches. Okay. Was? Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Muss ich da raus? Wow! Oh mein Gott! Was geschieht denn jetzt? Oh mein Gott. Was? Was? Soll ich dem folgen? Wo gehen die denn bitte hin? Ich kann denen gar nicht folgen. Gehen. Da waren 4 Stück, wenn ich mich nicht irre. Ja, die ist verschwunden. Das waren 4 Stück, wenn ich mich nicht irre. Die sind in alle 4 Himmelsrichtungen gegangen. Also gerannt eher. Ich muss mal ganz kurz gucken, was da war. Das war ein Mini-Lag. Und dieses Wort, was ich suchte, war übermüdet. Vorhin. Das war eine Explosion gerade eben. Da oben sehen wir etwas wie ein Vulkan, so ein Krater oder sowas. Ich glaube, ihr könnt es auch erkennen. Haben mich interessiert, was das Rote da ist. Das würde mich sehr interessieren. Ich muss mal gucken, ob ich einen Weg dorthin finde. Das sieht mir zu... Was soll ich sagen? Ach man, Leute. Ich sollte heute lieber nicht so viel reden. Ich finde die Wörter nicht, die ich brauche. Und es fängt an ein bisschen zu laggen. So viel dazu, dass es ganz flüssig läuft. So, es wird auch ein bisschen dunkler, falls ihr es sieht. Und oh mein Gott. Da heult ein Wolf, wenn ich mich nicht irre. Und schon wieder hat es geladen. Das ist... Da können wir vorbei, aber ich muss mal gucken, ob es hier noch einen Weg gibt. Ja, tut es. Ich will nämlich erstmal dorthin zum roten... Oh Gott, ich bin sehr schlecht in sowas. Okay, wir haben es geschafft. Da ist zwar eine Brücke, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da drüber sollte. Oh Gott.
Da ist wieder so ein Jaul. Ich hoffe, die ist noch stark genug, um mich auszuhalten. Ja, ist sie. Gut. Ich habe das Gefühl, hier wartet etwas auf uns. Die Musik sagt das ja schon. Die deutet es schon an. Da können wir längs. Was haben wir hier? Wird gespeichert. Geil. Wir haben einen Speicherpunkt. Hier können wir dann unsere Koordinaten sehen. Was ist das? Was? Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Ach so. Wir können von Camp zu Camp. Aha. Das ist gut. Das ist richtig gut sogar. Geil. Also da will ich noch nicht längst. Ich will erstmal zu dem roten Ding da, was da schimmert und vor sich hin leuchtet. Riesen Schneesturm haben wir da. Und hier ist wohl irgendetwas kaputt gegangen. So wie es aussieht. Wir wollen ja nicht zu... Okay, die Musik wird gruseliger. Wir wollen ja nicht... Was haben wir denn da? Da ist der... Da ist so ein Lichtwesen. Habt ihr es... Ja. Oh Gott. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt... Egal, wisst ihr was? Ich wage mich einfach zu. Dorthin wollte ich gerade sagen und ist verschwunden. Noch ein Blatt. Okay, jetzt liest er nicht vor, also lese ich das mal vor. Seversk ist eine geschlossene Stadt in der Oblast Tomsk, Russland. 15 Kilometer nordwestlich von Tomsk, am rechten Ufer der Tom gelegen. Sie befindet sich in den Händen von Rosatom, Russlands Föderalagentur für Atomenergie. Die Stadt wurde 1949 gegründet und trug früher den Namen Piatisch Podjlovic. Entschuldigung, falls ich das falsch ausspreche. 1956 erhielt der Ort das Stadtrecht. Die Stadt verfügt über mehrere Kernreaktoren und Chemiewerke zur Trennung, Anreicherung und Wiederaufbereitung von Uran und Plutonium. Sitz der russischen Forschungseinheit für Naturphänomene. Bis 1991 sowjetische Forschungseinheit. Die Einheit konzentriert sich auf die Erforschung von Naturkatastrophen in Russland. Also haben die hier viel Mist mit Chemie und übernatürlichen Sachen gebaut, oder was? Sieht zumindest so aus. Oh mein Gott, will ich da runter? Oh Gott. Oh mein Gott, da ist was. Dann wisst ihr was, Leute? Das werden wir dann im nächsten Part machen. Und ich bin gespannt, was uns da unten erwartet. Ganz ehrlich. Dann bis zum nächsten Part. Beziehungsweise bis gleich, Leute. Tschüss!